hier ist dein Lieblingsaffe. Wir reden über State of Survival und die Skin-Sammlung. Aber bevor wir anfangen, möchte ich euch mal den Humor meiner Allianz zeigen, denn jedes Mal, wenn ich ansage, dass ich etwas für euch aufnehme, passiert sowas wie das, was ihr seht. Das ist nur für die beiden, die diesen Moment ständig nutzen, um Videos für euch in irgendeiner Form ein bisschen zu ruinieren. Zum Beispiel Rallys starten. Also lasst uns mal zur Skin-Sammlung und zu dem Thema dieses Videos springen. Zunächst einen kurzen Überblick über die Sammlung, da es einige Änderungen gegenüber meinem letzten Video gibt. Und später werden wir auf einige spezifische Details eingehen, über die Truppenmoral oder über die Reduzierung des erlittenen Endschadens der Helden und über die Fähigkeiten der Schadensreduzierung der Helden, was im Endeffekt eine Schadensreduzierungsbooster darstellt. Dann haben wir den Apprentice Collector bzw. den Sammler-Lehrling. Das bedeutet, im Endeffekt gibt es dort nochmal zusätzliche Boosts, je nachdem wie weit ihr in der gesamten Sammlung seid. Also bei Level 10 gibt es 10% Baugeschwindigkeit, bei Level 20 gibt es 30% zusätzliche Forschungsgeschwindigkeit, auf Level 40 gibt es 50% Trainingsgeschwindigkeit und dann gibt es bei Level 16, das ist das letzte, was wir wissen, noch 10.000 Rally Capacity Boost. Es gibt auch noch Booster für Level 70 und 80, da wissen wir aber nicht, was das genau ist. Und in der gesamten Sammlung könnt ihr bis Level 90 gehen, aber für Level 90 gibt es keinen zusätzlichen Boost. Kommen wir nun also zu den Sets, denn das sind die wichtigsten Teile, die es gibt. Dazu muss man aber nochmal unterscheiden. Die Migo-Sets bringen euch nur Punkte für die Sammlung und keine zusätzlichen Buffs wie die Truppenmoral. Die Truppenmoral gibt es nur bei den anderen. Migo-Sets gibt es eben keine zusätzlichen Buffs, aber hier sehen wir zum Beispiel auch diese anderen Skin-Sets, zum Beispiel sanfte Augen. Wenn du all diese Sachen hast, hast du ein Set voll. Dann kommt jetzt, wie ihr das hier seht, oben links die Nummern. Das ist das Level, das ihr eben erreichen könnt. Wie ihr das ganze Level zeige ich euch später und was es auch kostet, kommt auch noch im Detail. Aber hier ist das Wichtige, wenn ihr eine gewisse Ebene erreicht habt, bekommt ihr schon mal Stats zusätzlich wie Truppenangriff und Truppenverteidigung. Wenn ihr aber das ganze Set auf ein gewisses Level gebracht habt, zum Beispiel seht ihr hier, Level 1 bringt euch Truppenmoral plus 1. Level 2 bringt euch in Summe Truppenmoral von plus 2. Ich war leider Gottes so dämlich und habe Gentle Eyes bzw. sanfte Augen im Test recycelt. Ich dachte, ich will einfach mal gucken, ob da eine Nachricht nochmal kommt und was habe ich gemacht? Ich habe es recycelt. Macht also diesen Fehler nicht. Hier sehen wir, wenn ihr zum Beispiel 5 Skin-Sets in Summe gesammelt habt, bekommt ihr zusätzlich 5% Truppenangriff. Das höchste, was ihr aktuell bekommen könnt, sind eben zweimal 5% Truppenangriff und einmal 5% Truppenverteidigung, denn aktuell gibt es in Summe nur 17 Skin-Sammlungen. Springen wir nochmal zurück zu den Skin-Sets. Hier seht ihr nämlich, ich habe zum Beispiel die Statue auf Level 4, den Marsh-Skin auf Level 2, den Rahmen auf Level 2. Das beeinflusst alles die Truppenmoral. Und je höher das Ganze ist, desto besser. Aber es zählt immer aus dem gesamten Set das niedrigste Level. Das bedeutet, dadurch, dass ich zum Beispiel Skin-Sets, also den HQ-Skin, umgewandelt habe, also recycelt habe für 2500 Skin-Tickets, habe ich mir selbst die Chance genommen, zumindest Truppenmoral auf Level 1 zu bekommen. Denn es nimmt immer den gesamtniedrigsten Wert und das bedeutet, ich hätte zumindest Truppenmoral Level 1 erreicht, obwohl ich andere auf Level 2 und 4 habe. Hier seht ihr jetzt auch die Kosten für die Upgrades der jeweiligen Level, wie viele Level es gibt. Es gibt bei allen 5, was es kostet. Ich packe das auch nochmal unten in die Kommentare rein und auf meinem Server findet ihr natürlich auch diesen kleinen Chart, der euch diese Infos einfach zur Verfügung stellt. Kommen wir aber jetzt zu dem, wie ihr upgraden könnt. Wenn du jetzt zum Beispiel einen HQ-Skin schon hast und einen zweiten davon zur Verfügung hast, dann kannst du jetzt den aufwerten und nämlich auf Level 1 und bekommst dafür entweder die Heldenschadensreduzierungsboost oder einen Boost für den Heldenschaden. Und das ist schon super stark. Nichts stärker als die Truppenmoral. Sobald ihr dort höhere Sachen habt, ist das super stark. Aber naja, ich habe es halt selbst verbaselt und habe gar keine Truppenmoral und das wird mir wehtun. Und hier haben wir auch die Erklärung über das, was Truppenmoral eigentlich sein soll. Und ich habe da meine Zweifel dran, dass es so wirkt. Daher ganz große Bitte an euch als Community, schickt mir bitte, wenn ihr Truppenmoral schon habt, Replays
von euren Kämpfen, bevor ihr das hattet und auch danach. Das sind nämlich die 3 neuen Stats. Und Hero Final Damage oder Heldenschadensbooster und Heldenschadensreduzierungsbooster sind die Sachen, die ihr je nachdem, welchen HQ-Skin ihr auflevelt habt. Und jetzt noch ganz wichtig, es gab früher mal das Limit für Truppenangriff und Truppenverteidigung von 75%. Jetzt sind es 150. Mittlerweile durch das Skin-Set haben wir welche von 450% jetzt. Und das ist nur durch die Sets bzw. durch die Skins. Ich hoffe, ich kann euch damit einen guten Eindruck in diese neue Feature geben.